Legendären 8 Subs von Subway. 60-jährige Subway Challenge. Viel Spaß. Let's go. Damit herzlich willkommen zurück auf unserem Hauptkanal Big M und einem neuen Video. Und natürlich wird es heute wieder groß, aber gleichzeitig gibt es auch was zu feiern, denn wir sind bei Subway. Für alle, die es nicht wissen, Subway feiert dieses Jahre 60-jähriges Bestehen. Und das Ganze nehmen wir auch sogar, man hört jetzt sogar noch die Glocken läuten pünktlich, die Osterglocken. Wir haben das Ganze jetzt an Ostersonntag oder nehmen das Ganze an Ostersonntag auf. Und dadurch, dass mit der Family ein bisschen Zeit verbracht wird, ich Bock habe auf geile Sandwiches und Subway 60 Jahre feiert, haben wir eine bestimmte Bestellung abgegeben. Es gibt die sogenannten Sub-Platten, die zu Catering einmal ausgeliefert werden, die man vorbestellen muss und über 8 Subs beinhalten als Ganzes. Das Ganze nehmen wir als Challenge, natürlich mit dem Anlass 60 Minuten zu 60 Jahre. Und wir schauen jetzt mal, was Subway für uns parat hat, was für uns vorbereitet wurde. Und dann wird es, glaube ich, zu Ostersonntag, zu den Ostertagen, eine legendäre Subway Challenge geben. Damit sind wir schon angekommen, meine Lieben. Unsere Bestellung haben wir abgeholt. Ihr seht es hier, ne? Das sind die sogenannten Sub-Platten. Also hier drin sind sie versteckt, ne? Die man auch als Catering sich quasi holen kann. Und ja, jeweils sind jetzt hier 4 verschiedene Subs sogar in 4er geschnitten, also 16 Stücke. Das heißt, wir haben 32 Subs sozusagen, also 32 Stück. 4 Cookies dabei, mal schauen. Wenn wir vielleicht die Challenge schaffen, nehmen wir das als kleines Goodie mit am Ende. Aber jetzt schauen wir erstmal, dass wir das Ganze vorbereiten und dann auch endlich essen. So Leute, damit, wie ich oft so sage, ist es soweit, es ist angerichtet. Eine legendäre Oster-Challenge, tatsächlich vorhin noch oder jetzt immer noch, mit der Family im Garten. Also wir sind hier echt gut ein paar Leute, schon Großfamilie, chillen ein bisschen, das Wetter passt dazu und wir genehmigen uns jetzt die Stunde, um eine richtig geile Challenge nebenbei zu machen. Das heißt, wir werden ein bisschen quatschen, aber auch ordentlich was essen und schauen, ob wir das Ganze schaffen in, einer Stunde. Wir haben ein kleines Handicap, beziehungsweise ich, denn mir ist vorhin eine Füllung rausgefallen aus dem Backenzahn und nicht mal eine kleine, sondern gefühlt der ganze Backenzahn weg. Deswegen bin ich mal gespannt jetzt, wie es überhaupt mit dem Kauen wird. Erstes Handicap für heute. Nichtsdestotrotz versuchen wir das Ganze in 60 Minuten, aber das Ziel ist vor allem, ich sag mal, die legendären 8 Subs von Subway zu schaffen. Das ist nämlich die sogenannte Palette bzw. die Platten, die es bei Subway für Catering gibt. Ne, hier sind 4 verschiedene immer drin. Die verlinke ich euch auch einfach mal in der Videobeschreibung. Die sind nämlich eigentlich vorgegeben. Wir konnten uns aber jetzt mit Subway zusammen die ganzen 4 aussuchen, haben 4 verschiedene Soßen jeweils. Also insgesamt, ich sag mal 16 Stücke hier, 16 Stücke da, 32 Stück. Und damit würde ich sagen, präparieren wir uns, machen die Soßen auf, testen und gehen rein in die legendäre Subway Challenge. Die Stoppuhr ist bereit. 60 Jahre Subway, 60 Minuten für insgesamt 32 Subs. Auf geht's in die legendäre 60-jährige Subway Challenge. Viel Spaß. Let's go. Gehen wir rein. Haben hier verschiedene Soßen. Ich habe es mir auch mal aufschreiben lassen. SO, wüsste ich jetzt schon wieder nicht, was es ist, aber ich denke mal Sweet Onion und Barbecue, Chipotle, Honey. Also gehen wir gleich darauf ein. Wir haben auch verschiedene Baguettes. Und es sieht schon, es sieht mächtig aus, ne? Das muss man schon anders sagen. Übrigens könnt ihr auch immer im Livestream dabei sein. Aber ich würde sagen, wir gehen von oben nach unten. Oben fangen wir an und nehmen unser erstes Vollkorn, unser erstes von 32 Subs. Das sieht nach Tuna aus. Schönes Tuna-Sub. Und jetzt bin ich mal gespannt, was der Zahn sagt, ob es überhaupt geht. Schmeckt auf jeden Fall schon mal. Tuna. Ich weiß gar nicht, ob es mit Mayo ist. Auf jeden Fall mit Frischkäse. Geil. Von allem was dabei, Lali. Ja, von allem was dabei, Lali. Entspannt 8 Subs locker. Ob es entspannt ist, das weiß ich nicht, aber wir werden es auf jeden Fall versuchen. Du isst mehr Subs, als ich im ganzen Leben gegessen habe. Ja, ich gebe mein Bestes. Erstes Sub soweit durch von 32. Also, ich sag mal ein Viertel von dem ersten. War gut, Tuna. Ich würde sagen, dann nehmen wir uns jetzt mal die erste Soße. Was könnte dazu passen? Was meint ihr? Könnt ihr auch gerne mal in die Kommentare schreiben. Barbecue? Nee. Mustard könnte eigentlich dazu passen, ne? Haben wir das irgendwo hier? Ich glaube, nee, das muss Chipotle sein. Honey Mustard. Ich glaube, das hier. Aber das ist auch hier mit dabei. Das ist nämlich der Vorteil hier bei den Dingern, dass man die, ich sag mal, separat mit dazu bekommt. Tun uns da mal was drüber. Mal was Soße da rein. Honey Mustard. Und probieren wir das Tuna mit der Soße. Honey Mustard. Dann sind wir mit dem zweiten Zap soweit durch. Ich würde sagen, jetzt wird es mal Zeit für was anderes. Nehmen wir uns mal hier ein Italienbrot und das ist, das ist dieses Taxo Mexican Beef.
Das ist relativ neu. Da ist so Rinderhack mit dabei. Auch das probieren wir mal ohne Soße. Geil, mit sauren Gurken. So, Stefan, das haben wir Taco Beef soweit durch. Ich fand's lecker, muss ich ehrlicherweise sagen. Nicht so saftig wie Tuna, aber fand ich auch ganz gut. Hier nehmen wir mal uns die Barbecue-Soße. Barbecue-Soße ist auf jeden Fall ein bisschen fester, muss man sagen. Da dippen wir auch mal ein bisschen. Boah, die schmeckt aber geil. Halleluja, die ist gut. Jetzt haben wir hier das dritte. Insgesamt sind 32 Stück. Ist, glaube ich, Chicken Fiesta. Rein da. Mit Frischkäse. Gehen wir mal hier in unsere Sweet Onion und machen damit mal Chicken Teriyaki rein. Beziehungsweise Chicken Fiesta, glaube ich. Lecker. Ich glaube, die Sweet Onion ist mein Favorite, meine Lieben. Dann nehmen wir unser nächstes Subs. Diesmal sogar mit Cheese Oregano. Oh, mit Beef, meine Lieben. Mit Beef. So, was haben wir hier nochmal für eine Soße? Oh, Olivenöl, Essig. Passt das hier rein? Olivenöl einfach nur. Machen wir mal ein bisschen Olivenöl drüber. Nicht zu much. Und gehen ins nächste Sub. Damit haben wir die erste Hälfte von der Hälfte soweit durch. Also 2 Subway-Subs sozusagen, weil jetzt hier noch 4, also die andere Hälfte liegt. Damit würde ich sagen, gehen wir mal aber jetzt auf die andere Seite, weil hier sind auch noch eine andere Soße. Mir wurde gerade im Stream gesagt, dass da auch eine schärfere dabei ist. Gehen auch wieder hier, ich würde mal sagen, von links nach rechts und fangen mit dem ersten Subway an, ein Vollkorn mit Beef. Und dann nehmen wir uns die Barbecue-Soße und gehen rein in Subway Nummer 9 und rein da. Wir gehen ins Chicken Tandoori. Auch das hatten wir noch gar nicht probiert. Auf das bin ich mal gespannt. Krass, das ist krasser. Also man schmeckt sofort, dass es so in diese Richtung indisch geht. Ne? Krass. So Leute, wir kommen zum nächsten Sub, Vollkorn und diesmal mit Guacamole. Wir haben ausnahmsweise eins mit Guacamole genommen und dann noch Chicken Teriyaki, mein Lieblingsding. Das Tandoori haben wir soweit durch und damit gehen wir ins nächste rein. Nochmal ein Chicken Teriyaki mit Italien. Ich muss sagen, mit dem Zahn geht super, kamen auch gerade die Fragen im Stream. Und damit gehen wir rein ins nächste und haben dann die Hälfte durch schon fast. Haben wir die ersten 4 Subs soweit durch, also die Hälfte, ne? 16 Subs durch, 4 ganze. Und damit würde ich sagen, uns geht's gut. Wir machen weiter, Livestream macht Spaß. Und damit gehen wir rein in die zweite Hälfte. Let's go! Jetzt gehen wir mal in die scharfe Chipotle-Soße rein. Da bin ich... Oh, die riecht auch schon ein bisschen spicy. Nehmen wir mal erstmal nur einen Dip. Hat für mich kaum Geschmack, sage ich euch ehrlich. Ne? Also man merkt auf jeden Fall spicy, aber Geschmack ist da kaum, finde ich. Haben wir 5 Subs soweit durch und kommen jetzt zu, ja, greifen Sub Nummer 6 an. Also ich sag mal die nächsten Hälften, die jetzt hier liegen. Schon jetzt geht es mir gut, geht besser, flutscht besser als ich dachte. Auch mit dem Zahn. Aber natürlich kommt irgendwann immer das Kauen mit dazu. Aber die Subs sind wirklich super weich. Das ist auch der Vorteil jetzt, habe ich mir gedacht, als das mit dem Zahn passiert ist. Gehen ins nächste rein, wieder ein Chicken Teriyaki mit Sesam. Was ich super finde, ist mit diesen Soßen hier, ne? Dass man die sich entweder selbst drüber machen kann oder tatsächlich einfach ein bisschen dippen, ne? Weil die auch manchmal ein bisschen fester sind. Rein ins, ja, Sub Nummer 6. Das Beef schmeckt auch sehr gut. Ich muss aber sagen, das ist relativ schnell trocken.
Da die Frage natürlich immer wieder aufkam, was hat mir am besten geschmeckt oder was ist mein Lieblingssub, tatsächlich Chicken Teriyaki und dann mit der Sweet Onion Soße. Die hat mir von allen Soßen am besten gefallen, leicht süß und dann wie gesagt Chicken Teriyaki, ob mit Vollkorn oder Italian, das ist ja wieder so Ansichtssache. Auch hier stehe ich meist auf Vollkorn, weil es mich dann doch was mehr sättigt. Übrigens, wenn ihr natürlich immer wieder dabei sein wollt, am Montag, 28.04. nächster Livestream und wir sind sogar zweimal am Tag live, einmal mittags um 12 und abends so gegen 18 Uhr. Verpasst das Ganze nicht, denn es gibt ein neues Format mit gleich 2 riesengroßen Essenssachen. Noch Appetit, ja, mega. Wobei ich, wie gesagt, sagen muss, und das merke ich dann immer, wenn was gut schmeckt, kann ich immer essen. Wenn was nicht so gut schmeckt, nicht so. Und mir ist gerade aufgefallen, dieses Tandoori Chicken. Also nicht Teriyaki, sondern Tandoori, dieses mit dem indischen Pulver, ist nicht so, finde ich nicht so geil. So Leute, wir haben jetzt noch 1 und 2 hier, also 6 Portionen. Heißt insgesamt, wenn wir es so nehmen, 1,5 Subs. Heißt 6,5 haben wir jetzt in knapp einer halben Stunde gegessen mit viel Quatschen und zwischendurch. Noch geht's gut. Ich habe vorhin bereits schon erwähnt, dieses Chicken Tandoori ist es, glaube ich, mit diesem bisschen, ich sag mal, indischen Touch. Ist nicht so meins, weil jetzt gerade, sage ich mal, wenn es natürlich immer mehr wird, schmeckt oder bekommt man das immer besser, wenn es halt wirklich auch noch richtig gut schmeckt. Und das ist jetzt bei dem Fall nicht so. Ich schau mal. Ich habe tatsächlich bis auf, da war ich zu gierig, upsie, von jedem eins übrig gelassen. Auch das Beef noch mit ein bisschen Frischkäse, Schmelzkäse noch. Aber schmeckt gut, noch geht's gut, 6,5 Subs sind drin. Auf geht's so, ich sag mal, in das letzte Drittel. Die letzten 4 Portionen sind da und damit haben wir 7 Subs von Subway in 30 cm schon durch und den Rekord eingestellt, den wir schon mal aufgestellt haben. Und damit gehen wir es an. Neuer Rekord, persönlicher Rekord, 8 Subway Subs. Alles, was jetzt, ich sag mal, on top kommt, ist neuer Rekord. Und damit gehen wir rein in unser letztes, kleinen 4 Stücke, in Anführungsstrichen. Let's go! Also Leute, dieser Geschmack von diesem Tandoori fand ich wirklich nicht gut. Deswegen muss ich auch jetzt mal was trinken. Wird auch Zeit mal. So, 7,5 Subs haben wir soweit durch. Ich würde sagen, wir gehen in die letzte Hälfte rein, ne? Auf in den Rekord. Den haben wir sowieso schon. Oh, nochmal mit Guacamole. Wisst ihr was? Das mit Guacamole lassen wir uns zum Schluss. Ah, ich Bock drauf. Oh, Chicken Teriyaki nochmal. Mit ein bisschen Frischkäse. Rein da. Und damit gehen wir ins letzte Stück rein, in die 32. Portion. Also ich sag mal ins 7¾ Sub, so wenn man es so nimmt. Nochmal schön mit Avocado habe ich mir übrig gelassen. Frischkäse, Chicken Tandoori. Geil. Kommen wir zum letzten Stück von Subway. Wir haben uns auch noch ein bisschen, ich sag mal, die Reste genommen, die hier im Karton liegen, weil ich will jetzt nicht sagen Hunger hatte, aber es trotzdem noch reingeht. Letztes Stück. So Leute, wie waren nochmal die Kommentare oder wer war das mit einem Kommentar? Vor 45 Minuten, wir schaffen das nicht? Nein, Spaß. Also ich wusste ja selber nicht, ob ich es schaffe. Vor allem, weil ich auch mit euch wie quatsche. Bekomme einfach den schlimmsten Hunger jemals im Stream. Ja, glaube ich dir, verstehe ich. So, noch Platz für 1 und 2? Ich glaube schon. Also ich glaube, die 10 hätten wir heute angegriffen. Damit, Leute, keine 50 Minuten später haben wir die 8 Subway Subs soweit durch. Definitiv ein neuer Rekord, also unter 50 Minuten, 8 Subway Subs. Hätte ich jetzt persönlich selbst nicht gedacht, sage ich euch ehrlich. Vor allem, weil wir im Stream ja auch immer dann ein bisschen quatschen und so. War mega, mega lecker. Tatsächlich ist aber noch ordentlich Platz. Also ich glaube, wir können nächstes Mal die 9 angreifen. Die 10 direkt, I don't know. Aber ich denke mal die 9 oder vielleicht irgendwas Ähnliches. Definitiv, aber damit haben wir, glaube ich, ein geiles Ostern hier mit euch im Stream, mit jetzt allen, die im Video mit dabei waren und natürlich auch mit Family gefeiert. Und natürlich auch die 60 Jahre Subway. Mega, mega geil. Aber was darf natürlich bei Subway nicht fehlen? Ein entsprechender Cookie. Ja, im Livestream, ne? Hat er gedacht, das war's? Natürlich nicht. Ein entsprechender Cookie. Wir haben 4 verschiedene Stück. Einen nehmen wir davon, der andere ist für die andere Family. Ich würde sagen, ohne Nüsse wegen dem Zahn, ne? Hört sich ganz gut an. So, meine Lieben, ne, ich würde mich freuen, wenn ihr auch ein Like und alles da lasst hier. Ne? Lasst mir ordentlich Like auf dem Stream da. Gerne ein Abo bei TikTok. Wir genießen es jetzt zusammen noch mit dem letzten Cookie. Damit haben wir auch den, ich sag mal, Cookie innerhalb von 5 Sekunden durchgezogen. War natürlich jetzt ein geiler Abschluss. Ansonsten war es eine
Richtig, richtig geile Challenge. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, vor allem auch sehr gut geschmeckt, muss ich tatsächlich sagen. Also ich habe Subway früher schon immer mal ab und zu gegessen, jetzt nicht regelmäßig. Aber dann doch mal, wenn es irgendwo schnell gehen musste, eher auf Subway zurückzugriffen. Wie gesagt, unter 50 Minuten, eine neue Benchmark für 8 Subway-Subs. Auch das mit den Soßen finde ich ganz cool, dass man sich das ja mal so separat beim Catering bestellen kann. Wäre vielleicht auch mal was für einen Geburtstag, wer es da mal also auf anlegen will, aber dafür ist das Ganze ja ausgerichtet. Nächstes Mal greifen wir dann die 9 an oder vielleicht mehr, aber da muss erstmal ein bisschen Zeit vergehen, vielleicht nächstes Jahr oder so. Oder Ende des Jahres, wenn das sich nochmal die Gelegenheit anbietet. Ansonsten danke ich fürs Zuschauen, würde mich über ein Like, ein Abo natürlich freuen auf den jeweiligen YouTube-Kanälen. Schreibt gerne mal in die Kommentare auch, weil das fand ich jetzt zum Beispiel, dass mir dieses Chicken Tandoori, was es glaube ich war, mit diesem Indian-Style nicht so gut geschmeckt hat, was jetzt sage ich mal euer Favorite ist bei Subway. Da gibt es ja so viele verschiedene Sachen. Meins definitiv Chicken Teriyaki mit der Sweet Onion. Ja, ich werde gleich zum Arzt fahren, zum Zahnarzt, meinen Zahn richten lassen und dann hoffentlich beim nächsten, bei der nächsten Challenge in 3-4 Tagen, wo wir uns wiedersehen, hoffentlich wieder mit gesunden Zähnen und mit beiden Seiten voll bereit sein. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal auf diesem Kanal oder unseren anderen Kanälen. Schöne Ostern, nachträglich. Liebe Grüße, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.